Tag 10. Wir leben noch. Wir leben noch. Dünner, schlanker, besser. Härter, Naja, stärker. schön wär's. Erschöpft zu Bett gegangen, erschöpft aufgewacht und ja, erschöpft dürfen wir heute weiter paddeln. Wir werden versuchen, zu der Insel zu kommen, auf der wir auch die erste Nacht verbracht haben, weil von der könnten wir dann morgen Vormittag zum Auto paddeln, morgen Mittag das Auto packen und dann morgen noch die paar 100 Kilometer bis zur Fähre fahren. Die fährt nämlich dann morgen Abend und das wäre ganz schön, wenn wir die noch erwischen. Ja. Deswegen ist diese Insel heute unser Ziel, weil sich da ansonsten auch in der Region nicht viel anbietet und ja, wir die Insel schon kennen, dann können wir da an gewohnter Stelle nochmal. Ja, die war schön, das einzige mit dem Feuer, aber gut, dann machen wir halt den letzten Abend nochmal auf dem Gaskocher, ist auch nicht schlimm. Haben wir eh nicht mehr viel, was wir kochen können und dann haben wir es morgen nicht mehr ganz so weit. Das wäre klasse. Nur um das auch einmal zu zeigen, wir löschen unsere Feuerstellen, selbst wenn wir den Hoboofen benutzt haben, immer sehr umfangreich. Auch drumherum immer alles schön nass machen. Gucken, dass die Steine auch wirklich kühl werden. Gerade wenn es so warm und trocken ist wie jetzt, muss man da wirklich vorsichtig sein. Und im Zweifelsfall lieber kein Feuer machen. Die letzten Sachen werden noch zum Boot getragen. Christine spült unten schon ab. Das Lager ist abgebaut. Und es wird jetzt schon sehr, sehr warm. Während Anfang unserer Reise ist hier noch so die üblichen Temperaturen für die Sommerzeit hatte, also tagsüber so um die 20 Grad, nachts um die 10, vielleicht etwas über 10 Grad, haben wir jetzt einen Sommer, wie er eigentlich eher bei uns üblich ist. Heute soll es fast 30 Grad bekommen und selbst nachts hatten wir jetzt immer so an die 20 Grad, also es ist toll zum Baden und alles drum und dran. Aber wenn man sich sportlich betätigen muss, den ganzen Tag auf dem Wasser in der Sonne, ist natürlich auch dadurch nochmal ein bisschen anstrengender. Ich habe schon das ein oder andere Mal gehört und gelesen, dass sich das Seawave nicht mal als Tourenkajak eignet, wenn man es zu zweit fährt. Und das möchte ich an dieser Stelle einmal widerlegen. Wir haben hier die komplette Ausrüstung, auch die Sachen, die Kochsachen, die wir uns mit dem Philipp geteilt haben, mit an Bord. Wir hatten Kleidung für warmes, kaltes Wetter und die Trockenkleidung extra eingepackt, weil wir eben nicht wussten, wie das Wetter wird. Wir haben Essen für 10 Tage und 3 Personen mit an Bord gehabt und in den etwas unsexy oben drauf gepackten Trockensäcken ist unsere Kameraausrüstung. Das sollten in dem Umfang auch die wenigsten Paddler mit sich führen, gehe ich einfach mal davon aus. Passt also wirklich wunderbar für eine 10-Tagestour, bringt man auch zu zweit alles unter, wenn man weiß wie. Und übrigens, so sieht dann das Kajak von gut organisierten, strukturierten, professionellen Paddlern aus. Und so von Philipp. Ja, man sieht es vielleicht ein bisschen, der Wind hat wieder zugenommen, es ist wellig geworden. Hier pfeifen auch immer wieder mal deutlich stärkere Böen durch als gerade. Und gegen diesen Wind dürfen wir dann heute schon wieder ankämpfen, weil wir müssen auch tatsächlich genau in diese Richtung. In dem Sinne würde ich sagen, paddeln wir mal los. Dann sieht man gut, wie die Wellen hier abgehen.
Kurze Pause hier an dem Felsen. Sind windgeschützt. Ich weiß nicht, ob man sieht, wie davon der Wind und die Wellen drüber geht. Sind uns gerade ein bisschen unsicher, aber die da müsste es eigentlich gewesen sein. Schauen wir sie uns mal an. Ja, haben es geschafft. Philipp ist auch gleich da. Gewohnter Platz hier drüben wieder. Hier müssen wir uns auch nicht viel orientieren. Zelte aufschlagen, fertig. War echt ein Kampf vor dem Wind. Heringe halten hier leider nicht und es ist sehr windig. Da darf man nicht mit den Steinen geizen. Ich habe einen Fisch gefangen, einen Hecht. Hat aber so einen Hunger, da habe ich ihn schon vernascht. Wissen die Herren gar nicht. Da liegen die Überreste. Lecker war's.
Auch wenn der Wind gerade wieder ein bisschen nachgelassen hat, hat es eben doch nochmal richtig ordentlich gestürmt. Und heute Nacht soll es sogar noch gewittern. Wir sind gespannt. Jetzt machen wir uns aber gerade erstmal das Essen am Ende des 10. Tages. Es gibt weiße Bohnen, Knoblauch, Chili, Zwiebeln sind schon in der Pfanne und das Ganze mal wieder in Tomatensauce. Fragt uns nicht, warum wir so viel Tomatensauce mitgenommen haben, wir wissen es selber nicht. Das ist irgendwie das Einzige, von dem wir mehr als genug dabei haben. Und heute, wegen der Insel, auf der man hier kein Feuer machen darf, das Ganze einmal auf dem Gaskocher. Gerade noch so gereicht. Auch lecker. Gewürze gerade ausreichend. Das Ende von Tag 10. Ziemlich anstrengender Tag, mal wieder. Ja, durch den Wind, aber abgesehen davon ein schöner Tag. Trotz des Windes war es warm, beziehungsweise durch den Wind war es nicht zu warm. Konnte noch mal baden gehen und auch das Abendessen war noch mal lecker. Ticken mehr sein dürfen, aber morgen Abend kriegen wir dann auf der Fähre schön Buffet. Da können wir uns dann endlich wieder richtig satt essen. Wir sind wie gesagt ziemlich platt und gehen jetzt auch direkt ins Bett. Ein letztes Mal guten Morgen hier an diesem letzten, den 11. Tag unserer Reise in Finnland. Nachdem wir 10 Tage lang, abgesehen von Wind, unsagbares Glück mit dem Wetter hatten, hat es jetzt hier am letzten Tag noch angefangen zu regnen. Ich habe Gott sei Dank gestern Abend noch vorsorglich hier das Tarp über uns aufgebaut, sodass wir zumindest zum Zusammenpacken gleich noch einen trockenen Platz haben. Wir möchten hier die schöne Kulisse noch einmal dafür nutzen, um uns von euch zu verabschieden, aber auch um die Reise etwas Resümee passieren zu lassen. Dennoch werden wir natürlich gleich die Rückreise zum Auto noch filmen, was sicherlich im Regen auch nochmal spannend werden könnte. Und ich möchte euch den Platz zeigen, an dem ich mein Auto geparkt habe. Das ist nämlich für mich immer so ein bisschen Nervenkitzel. Das Auto hier 10 Tage lang oder 11 Tage lang
irgendwo am Straßenrand stehen zu lassen. Und wir haben da wirklich einen absolut abgelegenen Parkplatz gefunden. Das werden wir euch definitiv noch zeigen. Was sollen wir großartig sagen? Wir haben in den Videos schon viel erzählt, wir haben euch viel gezeigt. Es war zum einen zwar sehr, sehr anstrengend, sehr nervenaufreibend, manchmal auch ein bisschen frustrierend, wenn man so lange geangelt hat und ohne Erfolg. Wie gesagt, liegt definitiv nicht an den Gewässern hier, sondern einfach an dem Mangel an Angelskills unsererseits. Aber trotz all dieser Herausforderungen und dieser Widrigkeiten war es unbeschreiblich schön. Also ich weiß wirklich nicht, wie man es beschreiben soll. Es ist unfassbar, wenn man sich eine Insel raussucht, die hat man ganz für sich alleine und das bringt das Outdoor-Leben nochmal aufs nächste Level. Ja, das Wetter, man konnte schwimmen gehen, den Tag auf dem Wasser, auch wenn es anstrengend war zu paddeln, ist das trotzdem auch immer wieder mit einer gewissen Faszination verbunden, sich übers Wasser fortzubewegen. Einfach nur schön. Man kann es jedem nur empfehlen, der Outdoor begeistert ist, das mal zu machen. Kleiner Wehmutstropfen ist natürlich die Anreise und für uns jetzt auch wieder die Rückreise. Wir haben diesmal sogar noch einen Tag weniger Zeit, um diese vielen Kilometer hinter uns zu bringen, weil dann wohl auch schon wieder die Arbeit und die Verpflichtungen, die damit einhergehen, rufen. Aber trotzdem muss man sagen, für die 11 Tage wird es sich gelohnt haben. Deswegen, wenn ihr die Chance habt, wenn ihr sowas mögt, macht es unbedingt auch mal. Wir werden auf jeden Fall lange an diese Reise zurückdenken und nichtsdestotrotz planen wir aber auch schon unsere nächsten Reisen. Wir wollen auf jeden Fall einmal wieder in den Norden, Skandinavien sollte es definitiv sein, und wir möchten eine Reise in den Süden machen. Momentan sind wir so bei Schweden und vielleicht der Süden Italiens, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht eine tolle Idee habt oder es irgendwas gibt, was ihr gerne mal sehen wollt. Dann schauen wir mal, vielleicht berücksichtigen wir das ja bei unseren nächsten Reisen. In diesem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ich sage, macht's gut und auf bald. Martin! Martin! Wo bist du? Ja, das freut uns. Ja. Philipp, komm herein!
Und es regnet wieder. Wir sind gelandet. Jetzt ist nur noch die große Frage, ob das Auto auch noch da ist und intakt. Da drüben sind wir vor 11 Tagen gestartet. Ich hatte es euch versprochen, den Feldweg, da sind wir hergekommen. Hier stand das Auto die letzten Tage. Und keine Ahnung, wohin der Weg noch geht. Mit meisterhaften Tetris-Skills haben wir es wieder beladen, das Auto. Haarscharf. Gerade eben alles reingepasst mit den Booten und allem drum und dran. Los geht's. 3000 Kilometer nach Hause. Daher werden wir entweder eine Menge Fisch fangen oder mit 5 Kilo weniger nach Hause kehren, was mir eventuell auch nicht schaden würde. Platz. Ja. Mach ich immer so. Oh, Yeah, baby. Hauptsächlich wird Fisch auf unserem Pleise. Sehr gut. Okay. Pleise. Guten Morgen. Wir haben Tag 4 und ich habe den Anfang vergessen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich da gesagt habe. Guten Morgen. Wir haben Tag 4. Heute gibt es zur Abwechslung erstmal einen Tee, bevor es dann gleich trotzdem noch einen Kaffee gibt. Gute Aufnahme. Guten Morgen! Ich weiß nicht, ob die noch filmt. Wir werden jetzt erstmal ins Bett gehen und drüber schlafen und dann mal gucken. Ja, auf die glitschy Felsen. Hey. Ein letztes Mal guten Morgen hier an diesem letzten Tag.